Servus Freunde, hier haben wir die RVAN oder RVAN Rotationsdüse von Rainbird. Wie man die einstellt, zeige ich euch jetzt. Das Gute daran, ihr braucht keinerlei Werkzeug, um sie einzustellen. Ihr könnt alles von Hand machen. Wie ist das Ding aufgebaut? Wir haben unten einmal einen Filter, der dafür sorgt, dass eventueller Sand oder Dreck, der im Wasser drin ist, nicht die Düse von innen verstopft und es fernhält. Und dann seht ihr hier einen Strich auf der Vorderseite. Der Strich markiert ab, wo euer Wurfwinkel losgeht. Das heißt, ab dem Punkt drehe ich die Düse so auf, wie ich sie will. Fange also auf der linken Seite an. Hinter seht ihr auch ein Rädchen als Einstellmöglichkeit. Ich drehe jetzt mal unten, es dreht sich trotzdem mit. Damit stellt ihr die Wurfweite ein. Es gibt immer eine minimale und eine maximale Wurfweite bei dieser Düse. Als letztes, nachdem ihr den Startpunkt mit dem Strich festgelegt habt, nehmt ihr die Düse, drückt sie einmal runter und dreht sie so weit im Uhrzeigersinn auf, wie weit ihr wollt, dass eure Düse sprüht. Ihr seht die ganzen kleinen Zacken hier oben, die haben alle eine unterschiedliche Form. Das sorgt dafür, dass der Sprühstrahl in unterschiedlichen Höhen rauskommt, sodass ihr sowohl weiter entfernte als auch nähere Bereiche gleichmäßig bewässert bekommt. Last not least, zur Reinigung zieht ihr die Kappe einfach nach oben und das ganze System wird einmal durchgespült. Funktioniert super, wenn Sand oder irgendwas drin ist. Wenn Gras drin ist, müsst ihr das Ding ausbauen. Guckt euch mal ein anderes Video dazu an. Noch ein bisschen Hintergrundinfo dazu. Es gibt eine Handvoll Düsen, damit kriegt ihr eigentlich alles abgedeckt. Es gibt 3 Wurfweiten. Die Düsen sind dann immer schön farblich markiert, damit ihr auch, wenn ihr in euren Vorratsschrank schaut, wisst, was ihr noch habt. Und es gibt jeweils 2 Varianten, nämlich einmal die 360-Grad-Variante und einmal die einstellbare für die verschiedenen Winkel, die ich jetzt hier bei mir verbaut habe. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben oder eure Fragen beantworten, die euch vielleicht zu diesem Video geführt haben. Als ich damals nach einem Einstellvideo gesucht habe, habe ich nämlich keins gefunden. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal für mehr Gartentipps und dann sehen wir uns im nächsten Video.